Im 5. Teil unserer Serie Pinterest für Grafikdesigner möchte ich dir jetzt nun endlich zeigen, wie du deinen eigenen Pin erstellst. Wir haben uns angeschaut, wie man Pinterest-Vorlagen in Tailwind nutzt. Ich verlinke das Video einmal hier. Dann haben wir uns angeschaut, dass wir die Vorlagen auch einkaufen können. Das Video verlinke ich auch einmal hier. Und jetzt machen wir es selber. Ja, das ist natürlich nur ein Pin von vielen, den wir hier selber machen. Aber wenn du Photoshop beherrschst oder so, ja, sagen wir die Basics beherrschst, dann sollte das eigentlich machbar sein. Ich zeige dir das Ganze jetzt in Photoshop, weil das Programm ist, was wir Grafikdesigner meistens benutzen. Neben Illustrator natürlich und ja, InDesign und ja, es gibt doch eine Menge, ne? Aber letztendlich Photoshop ist ein Programm, was wir benutzen. Und deswegen zeige ich dir jetzt am Rechner, wie wir einen Pin selber erstellen. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe mir auf Tailwind einen Pin erstellt. Den habe ich runtergeladen. Ich habe das Foto genommen, was wir schon im anderen Video hochgeladen hatten. Und habe daraus eben einen Pin erstellt, den runtergeladen und jetzt hier in Photoshop geöffnet, quasi als Vorlage. Und hier ist das Foto, was hier schon drin ist, und das benutzen wir jetzt, um diese Vorlage nachzubauen. Ich gehe jetzt einmal auf Command-Alt-I oder Bildgröße, um herauszufinden, wie groß das Bild hier ist. Und es hat das normale Pinterest-Format von 1000 x 1500 Pixeln in 72 dpi. Warum darf das 72 Pixel pro Zoll haben? Ja, ganz einfach. Wir gucken es uns am Computer an. Also in allerseltensten Fällen wird ein Pin wahrscheinlich ausgedruckt. Deswegen genügen hier 72 Pixel pro Zoll voll und ganz. Also ich klicke einmal auf OK und jetzt erstelle ich mir ein eigenes Dokument. Also Datei neu und dann tippe ich hier 1000 in der Breite, also es ist immer 2:3. Ne? Also ich könnte jetzt auch 2000 mal 3000 nehmen, dann hätte ich auch das Format 2:3. Aber 1000 mal 1500 reicht hier voll und ganz. Ah, 72 gebe ich hier auch noch ein. Ich kann mir das jetzt auch abspeichern als Pinterest-Vorlage. Brauche ich jetzt auch nicht, kann ich machen. Und dann habe ich ein Bild, was genauso groß ist wie das. Jetzt einmal hier gucken. Wenn ich jetzt hier Command-Alt-I eingebe, dann sehe ich, dass das schon recht groß ist. Ne? Das ist schon als Breite 1920 x 1080, also ein Full HD ist das hier in einer 90 Pixel Auflösung. Brauche ich jetzt auch nicht, aber daraus nehme ich mir gleich mein Material. Aber dann weiß ich, dass ich das runterskalieren muss hier. Also, schauen wir uns das einmal an. Es hat also schon mal einen orangefarbenen Hintergrund. Also werde ich jetzt hier einmal auf den Kreis unten klicken und dann hier auf Farbfläche. Und dann picke ich mir hier die Farbe und habe dieselbe wie in dem Pin. Jetzt brauche ich hier die Kreise oder so Halbkreise mit einem Rand. Dazu erstelle ich mir erstmal eine neue Ebene. Klicke ich hier unten drauf und gehe auf das Auswahlwerkzeug. Und damit hier auf das Auswahlwerkzeug für den Kreis. Jetzt drücke ich die Shift-Taste und ziehe erstmal einen Kreis auf. Wenn ich die Shift-Taste drücke, dann bleibt mir ein schöner Kreis erhalten. Deswegen, wenn ich die nicht drücke, ja, du siehst schon, dann wird das Ganze, kann ich das verzerren. Aber wenn ich die Umschalttaste drücke, dann funktioniert das prima. Jetzt ist das Ganze ein bisschen weggerutscht. Gehen wir mal wieder zurück. So. Mit Command D löse ich das nochmal auf und mache das nochmal, weil es gerade einfach weggerutscht ist. Umschalttaste gedrückt gehalten und ich ziehe hier meinen Kreis auf. So, jetzt gehe ich hier auf Bearbeiten und dann Kontur füllen. Und jetzt muss ich ein bisschen gucken, wie breit ich die mache. Ich klicke jetzt erstmal in diese Farbe rein und pick mir die Farbe hier raus, weil wir das ja in dem Fall mal nachmachen möchten. Also klicke ich hier auf OK und gebe hier schon mal 10 ein. Mal gucken, ob es zu viel oder zu wenig ist. Und dann schauen wir mal weiter. Also ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Das sieht ungefähr, ist das dieselbe Breite. Okay, Command D, löse ich das Ganze auf. Jetzt ist es so, ich muss mir hier ungefähr, ja, auch ein ähnlich großes Bild herausstanzen sozusagen. Dazu gehe ich erstmal hier auf den Hintergrund und sage Ebene aus Hintergrund. Dann kann ich da eine Auswahl treffen und was herausholen. Und jetzt wieder Umschalttaste und ich ziehe noch einmal den Kreis auf, so groß ich das haben möchte hier.
Ich kann ihn auch noch ein bisschen versetzen jetzt, gucken, was ich hier genau rausnehme. Und wenn ich das habe, mache ich Command C und gehe wieder in mein Dokument zurück und mache Command V. Ja, und das passt schon fast. Ne? Ich ziehe jetzt das Bild einmal unter das Bild mit der Füllung, ja, damit das ähnlich dem ist, was ich hier sehe. Jetzt hole ich mir das wieder nach vorne, damit ich das ungefähr sehen kann. Du siehst, das ist hier ein bisschen verschoben. Ne? Also der Kreis, der guckt ein bisschen am Rand entlang. Wenn ich den einmal anfasse, guckt er so ein bisschen hier raus. Und dann das Bild ist hier drunter, aber auch ein wenig verschoben. So ungefähr. Ne? Command T kann ich jetzt noch ein bisschen weiter anpassen, aber es darf natürlich auch immer individuell bleiben. Also du musst es nicht hundertprozentig nachmachen. Ne? Umschalttaste gedrückt halten, dann erhalte ich mir den Kreis. Ja. So, gucke ich einmal. Okay, ich würde sagen, das geht so ungefähr. Wie gesagt, es geht nicht darum, es 1:1 nachzubasteln. Ich möchte dir einmal nur zeigen, wie das überhaupt funktioniert, wie du einen Pin erstellst. So, jetzt mache ich das Ganze mal hier so. Und du siehst, hier guckt es auch ein bisschen raus. Das Ganze ist hier ein bisschen größer. Ja gut, können wir auch noch machen. Nicht zu groß ziehen. Warum? Wir haben hier diesen Rand in Pixeln erstellt. Und wenn ich das jetzt zu groß ziehe, dann wird das zwangsläufig unscharf. Ich kann aber nichtsdestotrotz das erst einmal, ich sag mal so ein bisschen, ja, so 10%, 20% ist das kein Problem. Kann ich das ein bisschen größer ziehen. So, jetzt habe ich das hier ungefähr. Genau so. Und jetzt brauche ich hier den Rahmen noch einmal für oben rechts in der Ecke. Klicke hier einmal drauf, drücke auf Command J und dann habe ich das hier dupliziert. Und jetzt kann ich das natürlich beliebig verkleinern. Ich mache das hier einmal groß, damit du das besser sehen kannst. So. Und der guckt jetzt hier im Prinzip nur noch um die Ecke, der Kreis. Also habe ich Command T gedrückt und ziehe das Ganze jetzt hier hoch. Kann das wieder ein bisschen kleiner machen. Und hier anpassen. Ja, hier ist das Ganze noch ein bisschen näher dran. Ja, so einigermaßen. Okay. Das Ganze machen wir jetzt nochmal, weil wir wollen das natürlich auch hier unten, da brauchen wir auch 2 Stück davon. Und deswegen klicke ich jetzt hier einmal auf den Kreis drauf und mache nochmal Command J. Und dann habe ich noch einmal die Ebene dupliziert. Command T erlaubt es mir wieder, das Ganze irgendwo hinzuschieben. In dem Fall möchte ich es aber auch noch sehr viel kleiner haben. Ich kann das zum Beispiel auch so lassen, sieht auch nicht schlecht aus. Wie auch immer, wir basteln erstmal komplett nach. Und dann schiebe ich das hier unten in die Ecke. Einmal so. Ja, fertig, abhaken. Command J. Dupliziere ich das Ganze nochmal und ziehe dann noch den zweiten Teil ein bisschen weiter raus. Irgendwas hat hier nicht funktioniert. So, Command T wieder und ziehe das Ganze noch ein bisschen raus. Okay, das war es eigentlich schon. Jetzt kommt hier noch der Titel hin und dann ist unser Pin auch schon fertig. Ich mache das hier einmal. Habe ich jetzt weiß gemacht. Jetzt klicke ich hier auf das Textwerkzeug und schreibe hier erstmal hin. Working with vectors on your iPad. Alles sehr klein, deswegen habe ich jetzt erstmal in eine Reihe gemacht. Command A und dann kann ich das hier umstellen, erstmal viel größer machen, damit man auch was sehen kann. Noch ein bisschen, kann ich auch gleich noch ziehen. Auf jeden Fall Working with kommt in eine Zeile, dann Vectors on und dann haben wir Your iPad. Das Ganze ist jetzt links formatiert, also erstmal Command A, klicke ich hier auf links und dann wird es noch eingerückt. Das heißt, ich mache es erstmal hier rein und gehe dann in jede Zeile nochmal rein. Hier siehst du, ist das unter dem O, also schiebe ich das hier rüber, so, und hier ist es unter dem E oder VE, so ungefähr, ja, so vielleicht. Command A, markiere ich wieder alles und mache das Ganze ja vielleicht wieder in diesem orangefarbenen Ton oder ne, besser in weiß. Kann ich ja selber entscheiden hier. Klick dann auf OK und hake das hier ab. Und mit Command T passe ich die Größe dann hier noch ein bisschen an. Kann ich jetzt noch ein bisschen größer ziehen.
bisschen was freilassen. Vielleicht nehme ich auch eine andere Schriftart, mal schauen. Aber vom Grundprinzip her haben wir damit unseren Pin fertig. Also du siehst, es ist auch keine große Sache, deine Pins selber zu machen. Und damit kannst du natürlich beliebig viele Pins erstellen. Und die kannst du natürlich auch beliebig oft benutzen mit immer wieder neuen Bildern. Auch kein Problem. Also du musst es weder kaufen, Pinterest-Vorlagen, noch musst du Tailwind haben, um das zu machen. Du kannst auch alles komplett von Hand machen. Und im nächsten Video werden wir uns darum kümmern, wie du das Ganze jetzt bei Pinterest hochlädst und dem Ganzen dann auch noch richtig gutes SEO gibst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn dem so ist, dann abonniere doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht, auf den Like-Button zu klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.